Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Als Suunto letztes Jahr die Suunto Race herausgebracht hat, gab es viel Lob, aber auch Kritik. Lob für die hochwertigen Materialien, die gute Akkulaufzeit, das sehr genaue GPS, die ganzen Trainingsfunktionen und natürlich auch den attraktiven Preis. Auf der anderen Seite gab es Kritik für die schlechte Leistung bei der optischen Pulsmessung, aber auch für das doch recht ruckelige Interface. Jetzt schickt der finnische Hersteller mit der Suunto Race S eine kleinere Variante ins Rennen und verspricht mehr Genauigkeit, mehr Funktionen und das Ganze zu einem günstigeren Preis. Ich konnte mir von der Uhr bereits einen Ersteindruck verschaffen und zeige euch in meinem Video heute alle Neuerungen und Infos. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Die Suunto Race S kommt in 6 Farben in den Handel. Und zwar in All Black, Powder Pink, Powder Grey, Gravel Grey, Power Orange und Power Blue. Und der Preis für die Uhr beträgt tatsächlich nur 349 Euro. Die Uhr wird in Finnland hergestellt und nicht so wie der große Bruder in China. Das Gehäuse der Suunto Race S besteht aus Edelstahl und hat einen Durchmesser von 45 mm. Des Weiteren ist die Uhr 11,4 mm dick und wiegt nur 60 Gramm. Hier sieht man die Uhr auf meinem 17 cm Handgelenk und hier jetzt zum Vergleich die normale Suunto Race. Und hier jetzt beide Uhren nebeneinander, damit ihr seht, wie viel kleiner die Suunto Race S ist. Der Bildschirm ist ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display, löst mit 466 x 466 Pixel auf und wird durch ein Gorilla Glas geschützt. Trotz des kleinen Körpers bleibt es bei der Armbandbreite aber bei 22 mm. Und natürlich, wie von der normalen Suunto Race bekannt, haben wir auf der Seite 2 Knöpfe sowie die digitale Krone. Einer der größten Kritikpunkte an den letzten Uhren von Suunto war die schlechte Genauigkeit des optischen Herzfrequenzmessers. Mit der Suunto Race gibt es jetzt endlich einen neuen Sensor, der 4 LED anstatt 2 hat und somit mehr Licht in die Haut leiten kann. Wie mein Ersteindruck des neuen Sensors ist, das erfahrt ihr dann im späteren Verlauf des Videos. Dadurch, dass die Uhr etwas kleiner ist, hat sie natürlich auch einen kleineren Akku. Nichtsdestotrotz soll sie im Smartwatch-Modus bis zu 9 Tage schaffen. Die Uhr unterstützt alle geläufigen Satellitensysteme und hat einen Dualband-Chip verbaut. Bei bester Genauigkeit soll diese bis zu 30 Stunden GPS-Aktivitäten tracken können. Hat man nur alle Systeme aktiviert und Singleband bis zu 40 Stunden und im Energiesparmodus soll die Uhr sogar bis zu 120 Stunden durchgehend tracken können. Im Vergleich zur Basisvariante der Suunto Race bekommt die Race S von Haus aus 32 GB Speicher spendiert. Ich muss aber dazu sagen, für mich persönlich haben auch immer die 16 GB gereicht, solange man sich halt nicht die komplette Weltkarte herunterlädt. Aber mehr ist immer besser und die 32 GB nimmt man natürlich gerne. Und wenn wir schon beim Thema Karten sind, auch das Zoom-Level verbessert Suunto mit der Race S, so kann man jetzt bis zu 20 Kilometer herauszoomen, was natürlich nützlich ist, wenn man sich einen Überblick über die Strecke bzw. über die Umgebung machen möchte. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, beziehungsweise wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Auf der einen Seite zeigst du mir deine Wertschätzung und auf der anderen Seite verpasst du auch dann keine zukünftigen Videos mehr. Ich sage herzlichen Dank dafür und schon geht's wieder weiter mit dem Video. Wenn man am Berg wandert oder läuft, ist es natürlich ein praktisches Feature, wenn man Bescheid weiß, welche Anstiege bevorstehen, wie steil diese sind und wie lange diese dauern. Suunto führt diese Funktion jetzt mit der Race S ebenfalls ein. Folgt man einer Route, so wird man während des Laufes oder der Aktivität darüber informiert, wenn ein Anstieg bevorsteht, beziehungsweise sieht man während des Anstiegs seine Position auf dem Datenfeld und wie viel man davon schon bewältigt hat. Ein großer Kritikpunkt der Suunto Vertical war das ruckelige Interface. Mit der Suunto Race kam eine neue Oberfläche, die auch schon etwas flüssiger lief. Auf der Race S wurde diese noch weiter optimiert und läuft mittlerweile noch flüssiger. Ebenfalls neu ist die Unterstützung von 1000 verschiedenen Emojis und diese sind jetzt alle auch in Farbe. Lange unterstützten Suuntos Uhren
gar keine Emojis. Mit dem letzten Update kamen dann bis zu 300 verschiedene hinzu. Diese waren aber alle in Schwarz und Weiß. Jetzt gibt es noch mehr und alles in bunt. Auch 3 neue Watchfaces finden auf die Uhr. Diese sind nun endlich auch konfigurierbar und zwar direkt auf dem Handgelenk. Einfach zweimal auf das Display tippen und schon kann man sich das gewünschte Datenfeld einstellen. Und wenn man die Uhr pausiert, dann hat man nun auch die Möglichkeit, durch die ganzen Datenseiten zu blättern und sich alles anzuschauen. Und auch das Always-On-Display lässt sich nun fürs Training individuell gestalten und nicht so wie in der Vergangenheit systemübergreifend. Ich bin mit der Race S eine Runde gelaufen, davon ein bisschen auf der Straße und ein bisschen im Wald. Ich will mich ja nicht zu früh freuen, aber zumindest was das Laufen betrifft, so scheint Suunto den Fluch des schlechten optischen Herzfrequenzmessers endlich gebrochen zu haben. Die Suunto Race S performt zumindest bei diesem Lauf wirklich perfekt und kann mit dem Brustgurt eigentlich problemlos mithalten. Wie das Ganze bei anderen Läufen ist, beziehungsweise beim Krafttraining oder beim Radfahren, das zeige ich euch dann in meinem richtigen Testvideo. Bei der GPS-Messung zeigt die Suunto Race S wie erwartet ebenfalls eine sehr gute Leistung. Hier bin ich mit der Suunto Race S, der Garmin Tactics AMOLED und der Pace 3 gelaufen. Bei freier Sicht kleben alle 3 Uhren fast auf einer Linie. Im Wald, wo die Messung etwas erschwert wird, gehen die Messungen etwas auseinander, aber das ist in einem ganz normalen Rahmen. Die Race S kann hier mit den beiden anderen Uhren problemlos mithalten. Im Prinzip war bei diesem Lauf das Messergebnis der Race S genauso, wie ich es in meiner Erfahrung mit der großen Race S erwartet habe. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass es bei anderen Läufen irgendwelche großartigen Überraschungen geben wird, aber nichtsdestotrotz wird sich natürlich die Uhr noch einigen Tests stellen müssen. Ja, was soll ich sagen? Suunto scheint mit der Race S alles richtig gemacht zu haben. Sie sieht gut aus, die Ausstattung und die Genauigkeit sind top und der Preis ist wirklich heiß. Natürlich muss ich die Uhr noch weiterhin testen, aber mein Ersteindruck ist wirklich sehr positiv. Natürlich interessiert mich auch eure Meinung, also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie gut euch die Race S gefällt. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Ersteindruck vermitteln. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.